Bin mal wieder dabei, mich aus dem Stadtgetümmel rauszukämpfen. Ziel ist heute der Nordschwarzwald. Und das hat auch einen besonderen Anlass, nämlich genau vor einem Jahr oder sagen wir vor einem Jahr und 3 Tagen habe ich mir dieses schöne Motorrad, die Ducati Scrambler 1100, gekauft. Und das war in Baden-Baden. Ich fahre heute nicht ganz bis Baden-Baden, aber fast. Und werde euch mal so einen kleinen Erfahrungsbericht über dieses erste Jahr zum Besten geben. Vielleicht vorab so ein paar Eckdaten zum Verlauf in diesem Jahr. Ich hatte einen großen Service, 12.000 Kilometer, Desmo-Service, und ich hatte, ja, sagen wir, 2 außerplanmäßige Werkstattaufenthalte, wobei die eine absehbar war schon beim Kauf. Dazu später mehr. Die andere, das kann ich jetzt einfach kurz abhaken, das war, ich habe einen neuen, also eigentlich ist es Verschleiß, aber ich habe einen neuen Kettensatz gebraucht, was ich nicht erwartet hatte bei 12.000 Kilometern. Aber anscheinend ist der Vorgänger nicht so pfleglich umgegangen oder hat es mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen übertrieben und das Fett aus diesen Kapseln rausgespült. Jedenfalls war die Kette ganz seltsam ungleich gelenkt, wie man sagt. Hatte dann so quasi so eine Wellenform, so eine Zickzackform. Und das hat sich auch dahingehend bemerkbar gemacht, dass beim, sage ich mal, nicht Vollgas, aber so Halbgas rausbeschleunigen, irgendwie seltsame kleine Leistungsschwankungen aufgetreten sind. Es war so, irgendwie hat es so ein bisschen sich seltsam angehört und minimal auch angefühlt. Und so bin ich dann drauf gekommen, da stimmt irgendwas nicht. Und da es in jedem Gang war und der Motor gerade den Service hinter sich hatte, dachte ich, das kann eigentlich nur irgendwie was an der Kraftübertragung zum Rad sein. Kettensatz wechseln lassen und alles war wunderbar butterweich. Service angegangen. Ich hatte vorhin doch keinen Bock an der Tanke zu halten. Es war einfach so schön. Dann habe ich einfach mal gesagt, ich fahre jetzt. Kommen ja noch mehr Tankstellen. Jetzt sagt die Maschine noch 70 Kilometer. Und ich sage, ich fahre weiter. Kommen ja noch mehr Tankstellen. 70 Kilometer. Das ist ja
Das ist wie Weihnachten. So ein Wetter. Was macht der hier so langsam? Ach, der will hier rein. Ich bin die Ausfahrt rausgefahren, ha? Naja. Erstmal wieder an die Handschuhe gewöhnen. Die fühlen sich jetzt so hart an. Aber Gefühl hat man deutlich besseres. Deutlich besseres. Ist gar kein Vergleich. So, Kamera läuft, müsste jetzt auch mit Strom versorgt werden. Powerbank hat noch jede Menge Power. Ich vermute mal, ich könnte jetzt erstmal irgendwie 3 Stunden durchfahren. Und dann ist wahrscheinlich irgendwann die SD-Karte voll. Achso, Helm noch anmachen. Und dann nicht geblitzt werden. Müsste ich auch wieder Navi-Ansagen haben, wobei manchmal klappt das nicht. Naja, 14 Kilometer, sowieso noch ein bisschen hin. Ich hoffe, die Kamera ist jetzt noch gerade und alles ist richtig eingestellt und nimmt auf und so. Die Motovlogger sorgen. Herrlich ist das hier. Wie habe ich drauf gewartet. Endlich mal wieder, ohne dass es so richtig kalt britzelt, durch die Landschaft zu fahren. Forellenpark. Ach, hier ist das. Oh, was da los ist. Die können ja bald die 1,5 Meter Regel nicht mehr einhalten hier. Kann man ohne Angelschein angeln, so wie ich das weiß. Eichelberg gesperrt. Okay, da muss ich bestimmt durch. Ich glaube, da bin ich schon mal irgendwann irgendwie gestrandet. Mal schauen. Eichelberg. Ah ne, okay. Egal. Ja, egal. Genau so muss das sein. Ganz genau so. Leere Straße, gutes Wetter. Okay, kleine Schneereste, die braucht es nicht, aber also ich habe mir ein paar Motorräder gemietet, auch Probefahrten, zum Beispiel bei BMW, so ein Stündchen oder 2. Die R9T hat es mir echt angetan von der Optik her damals, oder gefällt mir immer noch richtig gut. Ja, bin dann auch irgendwann auf die Ducati Scrambler, genauer die 1100er, aufmerksam geworden. Hab die Probe gefahren, fand es richtig geil. Ne, halt, ich habe sie gleich gemietet, fand es richtig geil. Dann habe ich, das war die Sport, 1100 Sport, 2019er glaube ich. Dann bin ich, wollte ich den Vergleich haben, wie ist es mit dem normalen Fahrwerk, also nicht Öhlins. Habe dann bei dem Händler, wo ich die auch gemietet hatte, habe ich dann eine Probefahrt nochmal vereinbart mit der normalen Scrambler 1100.
Habe überhaupt keinen Unterschied gespürt. Waren beide klasse. Und dann hätte ich wirklich, also wäre sie nicht gelb gewesen, hätte ich sie glaube ich gekauft. Aber die gelbe hat mir einfach nicht so zugesagt. Und dann kam auf mobile.de, wo ich mir so eine Suchbenachrichtigung gesetzt hatte, eine 1100er für unter 9000 rein. 6700 Kilometer für 8750 Euro. Zustand ziemlich gut. Sogar noch ein Topcase dabei und diese Gepäckbrücke hinten. Habe ich jetzt auch wieder drauf. Sieht total bescheuert aus, aber ist einfach so praktisch. Und ich muss es ja nicht sehen. Also hat sich echt schon bewährt. Ja, aber eigentlich wollte ich ja über das Motorrad reden. Also für mich echt fairer Preis. Netter Typ, mit dem ein paar Mal telefoniert. Und da ging es dann los, nachdem ich mich da so durch diverse Foren gegraben hatte. Wusste ich schon, 2018er Modell von der Scrambler 1100 hat irgendwie so ein Kolbenklappern quasi ab Werk eingebaut. Ich habe dann den Verkäufer, also das war noch nicht in trockenen Tüchern, habe ihn angerufen, was er meint, ob ihm noch was aufgefallen wäre. Der meinte dann so, ja, also macht schon so ein bisschen metallene Geräusche, aber der fände es jetzt noch okay. Und dann habe ich bei Ducati in Stuttgart angerufen und habe gefragt, wie das so ist. Ich hatte nämlich im Forum gelesen oder in verschiedenen Foren, dass Ducati das auf Garantie, wenn man sagt, das passt mir nicht, dass sie es dann auf Garantie reparieren, indem sie den liegenden der beiden Zylinder und Kolben auswechseln. Und die neuen Kolben, die haben auch eine neue Teilenummer, die sind dann irgendwie anders konstruiert. Die haben noch eine Beschichtung, wohl von innen, die diese Geräuschentwicklung unterdrückt. Ja, der Originalkolben von 2018, der wird einfach irgendwie so angeregt, dass er klingelt wie so ein bisschen wie so eine Kuhglocke. Also bei jedem zweiten bei jeder zweiten Kolbenbewegung, also immer wenn der horizontale liegende Zylinder dran ist, dann macht es halt so Ding, 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 Ding. So ähnlich hört sich das an. Ja, das hat mich schon ein bisschen beunruhigt, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn der mir das offiziell von Ducati Stuttgart sagt, dass die das reparieren, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich jetzt trotzdem mal das Risiko ein. Gesagt, getan. Bargeld eingepackt, ADAC-Vertrag, Kaufvertrag und bin mit dem Zug nach Baden-Baden gefahren. Habe ich dann abgeholt und noch ein bisschen gequatscht. Echt netter Kerl. Habe ich eine Probefahrt gemacht. Ich glaube eine halbe Stunde, knapp. Dadurch, dass ich schon quasi schon mehrere Tage durch das gemietete Motorrad quasi genau wusste, wie sich so eine Scrambler 1100 anfühlen muss, hatte ich dann auch eine ziemlich hohe Sicherheit, sagt mal Confidence, ja, ich war ziemlich überzeugt davon, dass sich die genauso anfühlt, wie es sich anfühlen muss. Und das Klappern habe ich dann schon ein bisschen gehört, aber es war akzeptabel. Also habe ich sie gekauft und meinen Spaß gehabt. Ja, während ich hier durch die
Käfer fahre, erzähle ich doch einfach mal, was mir an diesem Motorrad besonders gut gefällt. Und da wäre Nummer 1 die Sitzposition. Das war wirklich für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Ich möchte hier aufrecht sitzen, Füße nach unten, nicht irgendwie nach hinten oder nach vorne. Ganz klassisch irgendwie. Lenker kommt mir entgegen, ideal für die Landstraße. Ich möchte auch auf dem Sitz ein bisschen so nach hinten rutschen können, wenn mir mal der Poppes wehtut, oder dann ganz nach vorne, wie ich eben will. Das bin ich einfach gewohnt und das gibt die Scrambler 1100 bestens her. Dann natürlich einfach die Art auch, Naked Bike, klassisches Aussehen, man sieht den Motor, es ist nicht alles irgendwie verkleidet, schlank, nicht so ein Dickschiff, aber trotzdem eben ordentlich Hubraum und trotzdem modern, hinten offenes Hinterrad, das sieht auch irgendwie gut aus, die hochgelegten Auspuffe sieht irgendwie sportlich aus, ohne übertrieben zu sein. Und genauso geht es auch weiter mit der Leistung, der Leistungsentfaltung. Der große V2 1100 Kubik mit Drehmoment ab, also maximalen Drehmoment schon bei 4700 Umdrehungen. Genau so muss es sein auf der Landstraße. Und einfach Leistung, genau dann, wann man sie braucht, im legalen Landstraßenbereich. Das war mir wichtig. Und dann zweifelsohne der Sound. Einfach göttlich. 92 dB laut Schein, also auch Tirol geeignet. Ja, sie kann schon Radau machen, also wenn man aufdreht. Aber muss man ja nicht. Und so ein bisschen kerniges Geboller, das muss einfach sein für mich. Gutes Fahrwerk, also steckt was weg, wenn die Straße mal nicht so toll ist. Aber man darf sich auch keine Illusion machen, das ist jetzt nicht irgendwie Gelände geeignet oder so. Also dieses Scrambler ist mehr so vom Aussehen her könnte man denken, man könnte da auch mal ein bisschen Schotter fahren. Ja, und dann natürlich, last but not least, moderne Sicherheitstechnik, Kurven-ABS, das war mir schon wichtig. Es gibt einfach dann die Sicherheit, die Gewissheit, dass man, wenn es mal brenzlig wird, noch ein paar extra Reserven hat. Da hatte ich schon auch drauf geachtet. Ja, und jetzt klemme ich hier immer noch hinter dieser Autokolonne fest. Also mache ich einfach weiter mit den Dingen, die mir nicht so gut gefallen. Gibt es natürlich auch. Da wäre Nummer 1 bei mir jetzt kein Problem mehr, weil ich es gelöst habe. Aber Kolben klappern ab Werk. Really? Seriously? Also Ducati, da müsst ihr nochmal echt irgendwie eure Prozesse irgendwie in den Griff kriegen. Aber wenn man das behoben hat, und das machen sie ja anstandslos, wenn man sie darauf hinweist, dann ist das aus dem Weg. Das zweite, ja, das Cockpit. Also ich habe mich ja schon dran gewöhnt und es ist auch alle Info drauf, die man braucht, und es ist auch gut ablesbar. Aber irgendwie, also entweder hätten sie es richtig klassisch machen sollen mit analog, oder
dann von mir aus auch gleich TFT oder irgendwie zumindest ist irgendwie dann richtig modern, aber ja, nicht so mein Ding. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Wenigstens ist die Autokolonne weg. Hört euch das Gebrabbel an und Schiebebetrieb. Ups, Gullidecke. Hatte ich schon erwähnt, Leistung dann, wann man sie braucht. Eben nicht auf der Autobahn, sondern hier. Oh, wie geil. Herrlich. Hier scrambelt man rum.